Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Hi Bob, magst du Videospiele und Filme? Hi Alice, ja, das tue ich. Ich liebe es, Videospiele zu spielen und Filme zu schauen. Warum fragst du? Ich habe neulich ein Spiel namens The Last of Us gespielt und den darauf basierenden Film gesehen. Ich wollte mit dir darüber sprechen. Oh, ich habe von The Last of Us gehört. Ich weiß, dass es ein beliebtes Spiel ist. Worum geht es darin? The Last of Us erzählt die Geschichte von einem Mann namens Joel und einem Mädchen namens Ellie. Sie leben in einer Welt, in der ein tödlicher Pilz viele Menschen infiziert hat. Das Spiel ist sehr emotional und aufregend. Das klingt interessant. Ich mag Geschichten, die tiefgründig sind und starke Charaktere haben. Wie hast du das Spiel gespielt? Ich habe das Spiel auf meiner Playstation gespielt. Es ist ein Action-Adventurspiel mit viel Erkundung, Rätseln und Kämpfen. Man bewegt sich durch Städte, Wälder und verlassene Gebäude. Das klingt nach Spaß. Ich mag Spiele, die einem das Erkunden und das Lösen von Problemen ermöglichen. Ist das Spiel sehr schwer zu spielen? Es kann manchmal herausfordernd sein, besonders wenn man gegen infizierte Menschen und Banditen kämpft. Aber man kann auf unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden spielen, sodass es nicht so schwer ist, wenn man den Einfachmodus wählt. Ich bevorzuge Spiele, die nicht zu schwer sind, damit ich die Geschichte genießen kann. Erzähl mir mehr über die Handlung. Was macht sie emotional? Die Geschichte handelt von Liebe, Verlust und Überleben. Joel hat seine Tochter verloren und ist zu Beginn sehr traurig. Er trifft Ellie, die mutig und hoffnungsvoll ist. Ihre Beziehung wächst, während sie viele Gefahren gemeinsam meistern. Das klingt sehr berührend. Ich mag Geschichten, die Gefühle hervorrufen. Wie lange hast du das Spiel gespielt? Ich habe etwa 15 Stunden gespielt, um die Hauptgeschichte zu beenden. Es gibt auch viele Nebenmissionen und zusätzliches Material, sodass man noch länger spielen kann, wenn man möchte. 15 Stunden ist eine lange Zeit. Ich spiele normalerweise kürzere Spiele, aber ich spiele manchmal längere, wenn sie sehr interessant sind. Ja, The Last of Us ist eines dieser Spiele, bei denen man einfach weiterspielen möchte, weil die Geschichte so gut ist. Nachdem ich das Spiel beendet hatte, habe ich den Film gesehen. Er heißt The Last of Us Party. Ich wusste nicht, dass es einen Film gibt. Ist es die gleiche Geschichte wie das Spiel? Nein, der Film ist nicht genau die gleiche Geschichte wie das erste Spiel. Er setzt die Geschichte von Ellie fort und zeigt ihr Leben nach vielen Jahren. Der Film hat neue Charaktere und neue Herausforderungen. Ich verstehe. Manchmal ändern Filme, die auf Spielen basieren, die Geschichte ein wenig. Hat dir der Film gefallen? Ja, ich mochte den Film sehr. Das Schauspiel war großartig und die Musik war sehr emotional. Der Film fängt die Gefühle des Spiels ein, auch wenn die Handlung anders ist. Das ist schön zu hören. Ich schaue oft Filme, nachdem ich ein Spiel gespielt habe, um zu sehen, wie die Geschichte auf eine andere Weise erzählt wird. Welches gefällt dir mehr, das Spiel oder der Film? Ich denke, ich mag das Spiel mehr, weil ich es liebe, selbst zu spielen und die Welt zu erkunden. Das Spiel lässt dich Entscheidungen treffen und gibt dir das Gefühl, Teil der Geschichte zu sein. Aber der Film ist auch sehr gut und bietet eine schöne Zusammenfassung der Emotionen der Charaktere. Das verstehe ich. Spiele sind interaktiv, sodass man sich mehr einbezogen fühlt. Filme sind passiver, können aber sehr schön sein. Was hältst du von den Grafiken im Spiel?
Die Grafiken sind erstaunlich. Die Welt ist sehr detailliert, mit wunderschönen Landschaften und realistischen Charakteren. Es fühlt sich an, als wäre man in einer echten Stadt, die verlassen wurde. Das klingt beeindruckend. Gute Grafiken machen ein Spiel angenehmer. Wie sieht es mit der Musik und den Soundeffekten aus? Die Musik ist sehr emotional und passt perfekt zur Stimmung des Spiels. Die Soundeffekte, wie das Geräusch der Infizierten und der Umgebung, machen das Spiel immersiver. Ich liebe Spiele mit guter Musik und Geräuschen. Das bereichert das Erlebnis. Hast du das Spiel im Einfachmodus oder im Normalmodus gespielt? Ich habe im Normalmodus gespielt. Es war herausfordernd, aber ich habe die Kämpfe und Rätsel genossen. Ich musste sorgfältig nachdenken und meine Züge planen. Ich könnte den Einfachmodus ausprobieren, wenn ich das Spiel spiele. Ich möchte die Geschichte genießen, ohne zu gestresst zu sein. Das ist eine gute Idee. Du kannst den Schwierigkeitsgrad immer ändern, wenn es zu schwer oder zu leicht ist. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Was war dein Lieblingsmoment im Spiel? Mein Lieblingsmoment war, als Joel und Ellie endlich ihr Ziel erreichen, nach einer langen und gefährlichen Reise. Es war ein sehr emotionaler Moment, weil sie so viele Herausforderungen gemeinsam gemeistert haben. Das klingt nach einem Höhepunkt der Geschichte. Ich mag solche Momente in Spielen und Filmen. Sie lassen einen stolz auf die Charaktere fühlen. Ja, und es gibt viele kleine Momente im Spiel, die ihre Freundschaft und Liebe zeigen. Diese Momente machen die Geschichte so kraftvoll. Ich freue mich darauf, das Spiel zu spielen und den Film zu sehen. Wo kann ich sie finden? Du kannst das Spiel im PlayStation Store oder in einem Spieleladen kaufen. Der Film ist auf Streamingdiensten wie Netflix oder Amazon Prime verfügbar. Großartig, ich werde diese Plattformen überprüfen. Ich möchte die Geschichte selbst erleben. Ich denke, du wirst es wirklich genießen. Es ist ein Spiel und ein Film, die einem auch nach dem Beenden im Gedächtnis bleiben. Danke, dass du mir von The Last of Us erzählt hast, Alice. Ich freue mich darauf, das Spiel zu spielen und den Film zu sehen. Gern geschehen, Bob. Ich freue mich, meine Erfahrungen mit dir zu teilen. Lass es mich wissen, wenn du anfängst zu spielen. Vielleicht können wir später über unsere Lieblingsmomente sprechen. Das werde ich auf jeden Fall tun. Ich spreche gerne mit dir über Spiele und Filme. Das macht das Erlebnis noch besser. Ich stimme zu. Ideen und Gefühle über eine Geschichte zu teilen, macht sie bedeutungsvoller. Ich schicke dir eine Nachricht, wenn ich mit dem Spiel beginne. Vielleicht können wir sogar online zusammenspielen. Das wäre lustig. Ich spiele gerne mit Freunden. Das macht das Spiel angenehmer. Ja, und wir können uns gegenseitig helfen, wenn wir bei einem Rätsel oder einem schwierigen Gegner stecken bleiben. Ich mag diese Idee sehr. Ich bin sicher, wir werden eine großartige Zeit haben. Ich werde auch diesen Sonntag den Film sehen. Ich möchte sehen, wie die Geschichte auf eine andere Weise erzählt wird. Viel Spaß mit dem Film, Bob. Ich hoffe, dir gefällt das Ende. Es ist sehr emotional. Danke, Alice. Ich freue mich darauf. Ich rufe dich an, nachdem ich den Film gesehen habe, damit wir darüber sprechen können. Das klingt perfekt. Ich kann es kaum erwarten, deine Gedanken zu hören. The Last of Us ist ein großartiges Beispiel dafür, wie Spiele und Filme tiefgründige Geschichten erzählen können. Obwohl sie unterschiedliche Medien sind, können sie ähnliche Emotionen und Themen teilen. Ich stimme zu.
Sowohl das Spiel als auch der Film zeigen die Bedeutung von Liebe, Hoffnung und Überleben in einer schwierigen Welt. Sie erinnern uns daran, dass wir selbst in den dunkelsten Zeiten Licht und Verbindung zu anderen finden können. Genau. Ich denke, das ist der Grund, warum so viele Menschen The Last of Us lieben. Es ist nicht nur ein Spiel oder ein Film. Es ist eine Geschichte, die das Herz berührt. Ich fühle mich inspiriert, mutig und freundlich zu sein, nachdem ich das Spiel gespielt und den Film gesehen habe. Ich fühle das Gleiche. Solche Geschichten helfen uns, unsere eigenen Gefühle und die Welt um uns herum zu verstehen. Ich bin froh, dass wir heute darüber gesprochen haben. Es macht mich noch aufgeregter, zu spielen und zu schauen. Ich auch, Bob. Danke für dieses schöne Gespräch. Ich rede immer gerne mit dir über unsere Interessen. Danke, Alice. Ich habe heute viel von dir gelernt. Ich werde nächste Woche mit The Last of Us anfangen und dir eine Nachricht schicken, wenn ich es tue. Ich freue mich auf deine Nachricht. Viel Spaß beim Spielen und Schauen. Lass uns wieder treffen, um unsere Gedanken zu teilen. Ja, lass uns planen, uns zu treffen, nachdem ich das Spiel und den Film beendet habe. Wir können unsere Lieblingsmomente vergleichen und über die Charaktere diskutieren. Das ist eine großartige Idee. Ich bin sicher, wir werden viele interessante Dinge zu sagen haben. Ich wünsche dir viel Glück im Spiel. Ich weiß, dass du es gut machen wirst. Danke, Alice. Ich wünsche dir ebenfalls alles Gute, falls du neue Spiele spielst. Ich genieße unsere Gespräche über Geschichten und Charaktere immer. Ich freue mich, dass wir unsere Hobbys teilen können. Es macht das Lernen von Deutsch interessanter und unterhaltsamer. Ich stimme zu. Über Dinge zu sprechen, die wir lieben, hilft uns zu üben und neue Wörter zu lernen. Ich werde mein Deutsch verbessern, indem ich eine kurze Zusammenfassung des Spiels und des Films schreibe, nachdem ich sie gespielt und gesehen habe. Das ist eine wunderbare Idee, Bob. Das Schreiben einer Zusammenfassung wird dir helfen, die Geschichte und die neuen Wörter, die du gelernt hast, zu behalten. Ja, und ich kann dich auch fragen, wenn ich etwas nicht verstehe. Ich mag es, dass wir uns gegenseitig beim Lernen helfen können. Natürlich. Ich bin immer hier, um zu helfen. Lass uns weiterhin unsere Erfahrungen teilen. Ich schicke dir nächste Woche eine Nachricht, um nach deinem Fortschritt zu fragen. Vielleicht können wir sogar eine kleine Spielenacht zusammen planen. Das wäre sehr schön. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Danke nochmals für dieses großartige Gespräch, Alice. Gern geschehen, Bob. Hab einen tollen Tag und viel Spaß beim Spielen. Bis bald. Bis bald, Alice. Ich rufe dich an, nachdem ich das Spiel und den Film beendet habe. Bis bald. Auf Wiedersehen, Bob. Pass auf dich auf und genieße deine Spiele und Filme. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.